Allein schon die Tatsache fasziniert mich, dass die Natur diesem Räuber zwei verschiedene Scheren gegeben hat. Eine Schere mit Zacken dran, um die Beute festzuhalten, und eine andere Schere mit kleinen Huppeln dran, um die Beute zu zerstören und zu knacken. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. In diesem Video gibt es 3 Themenbereiche über den Hummer. Im ersten Themenbereich erzähle ich euch allgemeine Informationen und Wissenswertes. Im zweiten Themenbereich reden wir darüber, wie man diese Tiere fachgerecht töten kann und warum wir Köche, unter anderem wir Köche, in der Kritik stehen, diese Tiere überhaupt töten zu müssen, zu wollen. Und im dritten Themenbereich zeige ich für die Koch-Azubis und allgemein für Köche, wie man den ganzen Panzer brechen kann und das Fleisch aus dem Tier rausholen kann. Aber natürlich kann der Hummer auch mit der schlanken Greifschere mit den feinen Zähnchen dran kleinere Muscheln und so weiter zerstören und essen. Für andere Krebstiere, Austern und so weiter bräuchte er vermutlich auch die Knackschere dazu. Selbstverständlich werden diese auch zur Verteidigung vor Fressfeinden verwendet. In der Knackschere hat er unfassbar viel Power drin und kann selbst unsere Finger problemlos brechen. Nicht primär aus diesem Grund sind die Scheren mit stabilen Gummis befestigt, sondern weil der Hummer beim Transport seine eigenen Artgenossen töten kann. Dass die Hummer sich untereinander umbringen und fressen, ist ein Grund dafür, warum die Hummerzucht sich schwierig gestaltet. Transportiert werden sie sowieso meist in kleineren rechteckigen Boxen, wo leider wenig Platz drin ist, und ab und zu kann es auch passieren, dass die sogenannten Antennen oder auch Fühler genannt beim Transport beschädigt werden. Von dieser großen Antenne hat der Hummer 2, hier ist also eine abgefallen, und dann hat er noch hier kleinere weitere Antennen. Kritiker, die der Meinung sind, dass der Hummer durchaus ein Schmerzempfinden hat, sind auch der Meinung, dass eine Beschädigung der Antenne dem Hummer Schmerzen bereitet, zumal die Antenne ein Sinnesorgan ist. Die Sinnesorgane sind allgemein hier vorne angesiedelt, hier sind die Augen, der Mundbereich, die Fühler und so weiter. Auf dem Panzer sehen wir kleinere Dornen, die ebenfalls zur Verteidigung dienen, und im Prinzip ist ein Hummer eigentlich fast unsterblich, weil er ein Enzym gegen das Altern hat. Aber wenn er im Laufe der Jahre immer seltener Kraft aufbringen kann, um sich in Anführungsstrichen zu häuten, also seinen Panzer zu erneuern, dann wächst er, der Panzer aber nicht. Irgendwann tritt dann der Tod ein. An den 8 Beinen, Fangarmen hat er ebenfalls überall kleine Scheren dran. Da er eigentlich im 2 Grad kaltem Wasser lebt, wird er beim Transport und beim Aufbewahren bis zur Tötung auf einer feuchten Unterlage, zum Beispiel ein nasses Tuch, im Kühlhaus aufbewahrt. Ich lege auch gerne ein feuchtes Tuch drüber, besonders um die Augen feucht zu halten. Auch diese mehreren Tage oder bis zu 1 bis 2 Wochen zwischen dem Fangen und dem Töten steht unter großer Kritik, weil keine 100%ige artgerechte Aufbewahrung möglich ist. Was die Nahrung betrifft, ein Hummer kann viele Tage problemlos ohne Nahrungsaufnahme zurechtkommen. Eigentlich so wie in der freien Natur auch. Bei weiblichen Tieren ist die Schwanzflosse bzw. der Schwanz etwas länger, weil sie später hier drunter ihre Eier aufhängen sozusagen. Das meiste Fleisch ist natürlich hier im Schwanz und in den Scheren drin. Hier seitlich, wo meine Finger gerade dran sind, befinden sich von innen die Kiemen, die wir später entfernen werden. Der Magen, der relativ vorne am Kopf ist, fast schon unter den Augen dran und oft mit Muschelresten und so weiter ungenießbar ist, und den Darm werden wir später natürlich auch entfernen. Kauft bitte keine eingefrorenen Hummer, weil zum Beispiel auch der Darm immer noch drin ist und ganze Zeit drin war. Das ist ein, ehrlich gesagt, unschöner Gedanke. Er wiegt stolze 1300 Gramm und kostet zwischen 90 und 100 Euro. Am Ende des Videos verrate ich dir, wie viel reine Fleischmasse übrig geblieben ist. Solltet ihr ihn hochheben wollen, dann bitte auch die Scheren festhalten, damit sie nicht in der Luft hängen, so als würdet ihr ein kleines Kind halten. Kommen wir jetzt zum Töten des Tieres. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass das Tier im kochend heißem Wasser getötet werden muss. Wenn du also gezwungen bist, einen Riesentopf zu verwenden, damit der Hummer reinpasst, kann es durchaus sein, dass deine privaten Herdplatten, also wenn du dich nicht auf der Arbeit befindest, sondern das privat machst, kann es sein, dass deine privaten Herdplatten nicht stark genug sind, um den Riesentopf oder das Wasser zum Kochen zu bringen. Unter diesen Umständen mache ich so, dass ich eine Folie drüber ziehe, damit das Ganze luftdicht wird, und wenn der Dampf nicht mehr entweichen kann, entsteht Druck, ähnlich wie beim Reiskocher, und durch diesen Druck steigt die Hitze von normalerweise 100 Grad auf etwa 120 Grad, und dann habt ihr richtig heißes kochendes Wasser. Auch wenn ihr die Folie ganz vorsichtig abzieht, ist das Wasser
dann trotzdem kochend heiß, obwohl sich das Ganze wieder ein bisschen legt. Es ist also verboten, das Tier lebendig auf die Grillplatte zu setzen oder es lebendig durchzuschneiden und zu zerteilen, so wie wir Köche das eigentlich aus der alten französischen Küche, sage ich jetzt mal, kennen. Eine vorherige Betäubung, also vor dem Eintauchen in das heiße Wasser, durch einen Elektroschocker ist möglich, in der Schweiz sogar Pflicht, glaube ich, weil die Schweizer Regelungen härter sind. Um das Leid des Tieres zu minimieren, stechen wir freiwillig, es ist also gesetzlich nicht vorgeschrieben, hier an dieser Stelle mit dem Messer rein, weil das Nervensystem und die wichtigsten Organe darin sind. Wenn dein Messer nicht so breit ist wie mein Messer, solltest du 1 cm weiter Richtung Kopf ansetzen, bitte. Und schön bis zum Ende, also bis auf das Küchenbrett durchziehen, bis die eiweißreiche Flüssigkeit rauskommt und jetzt wird der Hummer sofort mit dem Kopf zuerst in das heiße Wasser gedrückt. Bei einem Riesentopf ziehe ich die Folie gern nochmal drüber oder Deckel drauf. Dieser Vorgang des Tötens verursacht nicht nur bei Vegetariern eine große Kritik, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Gruppierungen, weil das Argument lautet, das Tier empfindet Schmerz, weil es in das heiße Wasser geschmissen wird und das lebendig. Untermauert wird das immer mit dem Zucken des Tiers im Wasser drinne. Andere wiederum argumentieren, dass das Zucken mit dem Nervensystem zu tun hat, die sich noch regen sozusagen, und das ganze Zucken sei ja bei Hühnern, Schweinen, Rindern usw. auch gegeben. Manche Experten sagen auch, dass wir Menschen nur Schmerzen empfinden können, weil unser Gehirn uns sagt, dass wir Schmerzen haben. Und da Hummer keine Gehirne haben, können sie keine Schmerzen empfinden. Auch diese Aussage scheint nicht 100% untermauert zu sein und deswegen ist mein Appell an die Köche, mit lebendigen Tieren möglichst respektvoll umzugehen. Zumal die Tötung dieses Tieres nicht dazu dient, dass wir bzw. ich am Leben bleibe, sondern wir tun es für unseren Genuss. Das muss man ganz klar sagen. Respektvoller Umgang bedeutet auch, ich minimiere die Leiden des Tieres durch den freiwilligen Messerstich. Respektvoll ist auch, wenn wir das Tier mit dem Kopf zuerst ins Wasser geben und wenn das Wasser wirklich heiß ist und es keinen Lebenskampf führen muss sozusagen. Mit dem Kopf zuerst, damit es schneller stirbt, und der Schwanz muss weg sein von unserem Körper bzw. er sollte nicht auf dem Rücken ins Wasser gelegt werden, weil er in der Schwanzflosse unheimlich viel Kraft hat und er uns das ganze heiße Wasser ins Gesicht schmeißen kann. Denn er benutzt die Kraft der Schwanzflosse in Real Life sozusagen, um sich vor Feinden zu schützen bzw. um sich mit einem Schlag nach hinten zu katapultieren. Respektvoller Umgang bedeutet auch, dass wir das Tier nicht sekundenlang über dem heißen Wasserbad halten, weil das eine Qual für ihn ist, weil er an etwa 2 Grad kaltem Wasser gewöhnt ist. Solltest du das Ganze im Betrieb machen und viele Hummer verarbeiten, denk bitte dran, dass jedes Tier das heiße Wasser abkühlt. Warte also bitte, bis das Wasser wieder kocht und schmeiße nicht das 3., 4., 5. Tier in das abgekühlte Wasser rein. Man sagt, pro 100 Gramm sollte man es 1 Minute lang kochen. Das ist ein bisschen zu wenig. Auf 1 Kilogramm Hummer sollte man schon 15, 16, 17 Minuten einplanen. Übrigens, die Veränderung der Farbe kommt daher, dass die dunklen Pigmentzellen durch das heiße Wasser zerstört wurden und die orangenen Pigmente, die das Tier sowieso schon hat, einfach zum Vorschein kommen. Jetzt kommt heraus, das gestockte Eiweiß drumherum kann ignoriert oder abgewaschen werden. Ich schrecke ihn im kalten Wasser kurz ab, man kann ihn aber auch einen Moment lang auskühlen lassen, weil ich euch zeigen möchte, wie man fachgerecht das Fleisch jetzt rausholen kann. Beginnen wir jetzt mit dem Zerlegen des Hummers, mit dem Aufbrechen. Hier arbeiten wir am besten mit einem Handtuch, erstens um mit dem stacheligen Panzer leichter klarzukommen und zweitens um die Flüssigkeit aufzufangen, wenn wir zum Beispiel die Scheren abdrehen, so wie hier. Den unteren Teil der Schere drehen wir ebenfalls ab. Hier an der dicksten Stelle ist im Fleisch drinne eine Knorpelplatte, die wir aus den beiden Scheren rausholen, indem wir den dünneren Teil der Schere einfach wegdrehen, dann kommt diese Platte von alleine raus. Das Ganze machen wir mit der anderen Schere natürlich genauso. Und die 2 kleinen dünnen Teile der Schere, die ich eben weggelegt habe, dort drin ist auch Fleisch vorhanden, das wir unbedingt rausholen sollten, das habe ich allerdings vergessen zu filmen. Um das Fleisch aus den großen Scheren rauszuholen, muss man sie am besten von jeder Seite mit dem Messerrücken einmal richtig kräftig zerbrechen. Achtet bitte auf eure Hände. Das gestockte Eiweiß kann man hier ruhig entfernen. Und da die Knackschere dicker und muskulöser ist sie natürlich auch deutlich größer. Die kleinen Stücke, die an den Scheren dran waren, werden entweder mit einem
Messer eingeschnitten oder mit einer stabilen Schere durchgeschnitten, damit wir an das Fleisch drankommen. Jetzt drehen wir die Beine einzeln ab und entweder saugen wir das Fleisch aus den Beinen raus oder wir versuchen es mit der einen Seite der Hummergabel das Fleisch rauszuziehen, was meiner Meinung nach selten gut funktioniert. Oder wir nehmen einfach ein Glas oder einen stabilen runden Gegenstand und rollen einfach drüber, bis das Fleisch von alleine rauskommt. Jetzt machen wir einmal die Schwanzflosse auf und können unseren Hummer durch Drehen einfach lösen. Das würden wir aber nur machen, wenn wir aus dem Schwanzfleisch zum Beispiel Medaillons schneiden wollen würden. Klassisch gelehrt wird in der Kochausbildung aber, dass man das Messer wieder am Kopf ansetzt, einmal durchschneidet und dann von der anderen Seite komplett in der Mitte halbiert sozusagen. Genauso halbiert wie hier kann man einen Hummer mit einer Hummerzange und Hummergabel und so weiter in der Gastronomie servieren. Gehen wir einmal die wichtigsten Dinge durch, die wir jetzt im Inneren sehen. Das Rote hier überall ist Roggen, meines Wissens nach auch als Korall bekannt. Ich sage bewusst meines Wissens nach, weil ich das so gelernt habe, aber verschiedene Quellen, Bücher haben manchmal andere Definitionen, Unstimmigkeiten bezüglich der Innereien. Das Wort Korall kommt ursprünglich aus dem Französischen und hat seinen Namen meines Wissens nach, weil es im rohen Zustand eigentlich grün bis schwarz-grün ist, aber im gekochten Zustand korallenrot wird. Wenn wir hier also Roggen finden, bedeutet das, dass das ein weibliches Tier ist. Die Farbe und die Konsistenz der Roggen erinnert ein bisschen an Hummerbutter bzw. Hummerpaste, die in der Gastronomie sehr oft verwendet wird, aber leider hauptsächlich aus Palmfett besteht. In einem anderen Video zeige ich dir, worin ich die Roggen verarbeitet habe. Diese grau-grünliche Substanz ist meines Wissens nach die Leber, die durchaus mit dem anderen Ende der Hummergabel pur gelöffelt werden kann oder sogar zum Abbinden von Hummersoßen verwendet werden kann. Im Schwanzfleisch drin verläuft der Darm bis zum Enddarm, ähnlich wie bei einer Garnele wird sie ebenfalls entfernt. Das Schwanzfleisch hole ich raus zur Seite, weil ich die Karkassen gleich klein schneiden und daraus eine Hummerbrühe zubereiten möchte. Die andere Hälfte hole ich natürlich auch raus. Die Kiemen verwende ich für die Brühe nicht mit, ähnlich wie bei Fischen, weil Bitterstoffe. Aber auch das sehen manche Köche anders. Wenn ihr den Magen im hinteren Kopfteil identifizieren könnt, dürft ihr ihn sehr gerne entfernen. So sieht das ganze Fleisch aus, das insgesamt 342 Gramm wiegt, das wir aus dem ursprünglich ungefähr 1300 Gramm schweren Hummer gewonnen haben. Entsprechend teuer ist unser Fleisch in der Gastro, besonders wenn wir unsere Arbeitszeit draufrechnen. Deswegen habe ich für uns daraus einmal einen Risotto und Hummer Ravioli zubereitet, die ich euch jetzt einblende zusammen mit dem Abonnier-Button. Abonniert mich, bis zum nächsten Video.